hier auch nochmal. So, herzlich willkommen zusammen. Ich bin Julia Schlenkert, wer mich noch nicht kennt, heute stellvertretend für Cooler Bright Journal Europe online. Und als Gast haben wir heute die liebe Katrin aus dem Schwarzwald, Katrin Wodrich, die uns heute als Bank... Ach Mann, guck mal, ich habe es versucht mir zu merken. Sag's nochmal, Katrin. Also Bankfachwirtin, Existenzgründungsberaterin bei der Apotheker- und Ärztebank und zertifiziert von der Frankfurt School of Finance für bla bla bla, Beratung von Ärzten, Apothekern, von Heilberuflern im Bereich Existenzgründung und Finanzen. Darüber hinaus ist die Katrin auch Anusara Inspired Yoga-Lehrerin, ist also Teil unserer Kula. Vielleicht kennt ihr die auch schon aus den letzten Sitzungen. Und wir werden heute dieses Treffen auf Deutsch abhalten. Da sehe ich, glaube ich, 99,5% der Teilnehmerinnen angemeldet haben, die deutschsprachig sind. Und wir werden ein bisschen damit experimentieren, hinterher auf YouTube Untertitel zu bearbeiten und dann so zu bearbeiten, dass diese Session mit verschiedenen Sprachen angezeigt werden kann in den Untertiteln. Deswegen diese Sitzung vollständig auf Deutsch, dann haben wir mehr Zeit und ist auch alles ein bisschen einfacher. Ja, ich würde sagen, wir starten. Katrin hat sich vorgenommen, auch ganz pünktlich zu enden. Ihr habt vielleicht schon vorher eure Fragen abgeschickt an Katrin oder habt natürlich auch die Möglichkeit, gleich Ad-Hoc-Fragen zu stellen. Wird Katrin, so gut es geht, darauf eingehen. Bedenkt bitte, dass ihr Fragen stellt, die für alle interessant sind und nicht zu speziell sind. Dafür haben wir noch andere Möglichkeiten. Da sagen wir am Ende noch mal ein bisschen was zu. Ganz kurz, bevor wir anfangen, meine Bitte vorher, ich sage es hinterher auch nochmal, dieses Format lebt davon, dass ihr einmal teilnehmt, dass ihr euch einbringt, aber auch, dass ihr mit eurem Wissen nach vorne tretet in das Spotlight, wie die Katrin das jetzt gemacht hat. Und wenn ihr etwas zu sagen habt, das auch mit der Kula zu teilen. Deswegen scheut euch nicht, ihr müsst nicht zertifizierte Lehrer sein, ihr solltet einfach irgendeine Expertise haben oder euch mit einem Thema gut auskennen. Und wenn es eine Asana-Praxis ist, bitte, bitte bewerbt euch. Wir bräuchten sogar noch für Dezember jemanden, der präsentiert. Ansonsten werde ich das, glaube ich, machen müssen oder so. Mal gucken. Alles klar. Katrin, dann übergebe ich dir das Wort. Los geht's. Okay, juhu. Dann los. Also bevor wir jetzt die Präsentation starten, habe ich eine Bitte an euch, ob ihr mir über die Reaktionen einfach kurz eine Hand heben könnt, wer nebenberuflich selbstständig ist. Ist es oder einfach so, genau? Ja. Ja, okay. Gut, ich sehe ein paar. Wunderbar. Also doch die meisten, die hier sind. Okay, dann los. Bildschirm freigeben, dass wir zügig vorankommen. Okay, Side-Business. Seht ihr mich jetzt noch, Julia? Nö. Seht ihr mich? Klein an der Seite. Wenn ihr die Katrin größer Okay. sehen wollt, könnt ihr so ein bisschen rüberschieben. Okay, So. oder so irgendwie dazwischen reden, weil wir haben ja gesagt, wenn es Tumulte gibt oder ganz viele Fragen, dann halte ich die Präsentation auch an. Okay, mehr als nur ein Hobby. Es geht also hier darum, dass wir auch als nebenberuflich selbstständige Mensch auch ordentlich Geld verdienen können. Und da geht es auch nicht darum, dass wir gierig werden, sondern dass wir ganz solide aus unserem Kurs ein bisschen Gewinn machen wollen. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, weil ich nämlich jetzt hier die Präsentation, wie war das jetzt mit den Blättern? Da, genau. Und ich stelle euch kurz vor, was wir hier heute besprechen. Erstmal geht es halt darum, warum mache ich das heute für uns. Über mich ist jetzt keine Folie dabei, das haben wir schon gesagt, wo du dich anmelden musst. Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Dann die wichtigsten Themen für wahrscheinlich alle Kleinunternehmerregelung, Rentenversicherungspflicht, bisschen was zur Kalkulation und 3 einfache Gewinnstrategien. So, und da geht's los. Warum sprechen wir über Geld im Yoga? Und wenn ihr euch das anschaut, es geht, wenn man da einen Blick drauf wirft und sich das mal so ein bisschen wirken lässt, dann sind das schon fast schon alles Herzthemen. Es geht darum, rechts oben, wie viel ist deine Arbeit wert? Es kam im Vorfeld eine Frage zu Dumpingpreisen. Gehen wir später nochmal drauf ein. Es geht darum, wie viel ist deine Arbeit wert? Wie viel das, was du tust, dein Selbstwert. Es geht um Respekt.
geht es in die gleiche Richtung, dem Yoga gegenüber, dir selbst gegenüber, dass du eben nicht dieses Geschenk verschenkst, sondern dass du dafür einen vernünftigen Preis berechnest. Es geht, wir machen das hier, es geht um Wissen. Wissen ist Basis. Julia, beantwortest du den Chat? No translation. Wissen ist Basis für jedes Business. Also man kann meiner Meinung nach nicht einfach losrennen, es sei denn, und das sind die wenigsten von uns, die einfach einen vermögenden Partner, Partnerin im Nacken haben und denen es auch egal ist, was sie da machen. Dann ist es vermutlich, aber die sind wahrscheinlich auch nicht hier. Es geht um Klarheit. Klarheit, du musst wissen, wo willst du hin mit deinem Business, und dann kannst du loslegen und den Weg vorher definieren, und das Ganze ist einfach eben ein bewusstes Tun, in das wir hier reinkommen wollen, und wir sprechen aus diesen Gründen einfach auch über Geld in einem spirituellen Business. So, blättern, 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 okay. Über mich haben wir jetzt mal schön ausgelassen. Ihr fragt einfach dazwischen, ja, wenn es schon Fragen gibt. Wo musst du dich anmelden? Wenn du nebenberuflich selbstständig arbeiten möchtest, solltest du deinen Arbeitgeber informieren. Es gibt bis auf im öffentlichen Dienst oder wenn du verbeamtet bist, gibt es eigentlich nichts, was dagegen spricht, es sei denn, du kollidierst mit deinen hauptberuflichen Pflichten. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt bei der Bank arbeite, dürfte ich nicht nebenher selbstständig Versicherungen verkaufen. Das dürfte ich nicht. Das heißt, es reicht in aller Regel eine einfache Mail oder ein Schriftstück. Ich mache das immer so, ich schreibe meinem Chef immer im Januar, ordnungsgemäß informiere ich dich über eine nebenberufliche Selbstständigkeit im Umfang von 3 bis 5 Stunden. Da müsst ihr einfach schauen, was steht im Arbeitsvertrag drin. Dann geht es ans Finanzamt, der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, den musst du ausfüllen und beim Finanzamt einreichen. Hier steht immer mal wieder Tipp, Steuerberater einbinden, wenn du einen hast. Vielleicht noch vorab, auf meiner Homepage gibt es einen frischen Blog und da findest du auch verlinkt solche Fragebögen. Die Gewerbeanmeldung, und da gibt es immer so ein bisschen Tumulte. Yogalehrer sind keine Freiberufler, auch wenn das immer wieder in verschiedenen Blogs von Kollegen steht. Ein Yogalehrer ist ein Gewerbetreibender. Und auch was macht das? Es geht hier um Gewerbesteuerzahlung, aber da kommen wir mit unserem nebenberuflichen Job, kommen wir gar nicht in die Nähe, weil da hast du eine Freigrenze von ca. 24.000 € im Jahr, bevor du dann mal an die Gewerbesteuer kommst. Ich mache hier mal eine Atempause, weil bei diesem Thema Yogalehrer sind keine Freiberufler, kommt immer so ein kleiner Aufschrei. Können wir aber vielleicht später auch noch mal genauer drauf eingehen. Die Rentenversicherung, da kommt später auch noch mal ein bisschen was. Da musst du dich auch anmelden und sagen, du bist nebenberuflich tätig. Eine Info an die Krankenversicherung und du solltest eine Berufshaftpflichtversicherung abschließen, wenn du im Rahmen eines Adjustments zum Beispiel jemandem nicht das Genick brichst, aber ihr wisst, was ich meine, wenn da was ist, ein Personenschaden oder auch wenn du jemanden die Brille zertrittst oder wenn du den Schlüssel zu deinem Yogaraum verlierst und die Schließanlage muss ausgetauscht werden, dann zahlt das in aller Regel die Haftpflicht. So, Umsatz ist nicht gleich Gewinn mit englischer Übersetzung. Und das ist den einen oder anderen, der mag es wissen, aber in aller Regel gibt es da ein großes Fragezeichen. Der Umsatz ist alles das, was du einnimmst, von deinen Kursen, von deinen Personal Trainings, von Online-Kursen und alles das, was du einfach an Geld erstmal reinnimmst. Der Gewinn ist der Umsatz minus Kosten. Das heißt Miete, Werbung, Yoga-Equipment, Versicherungen, Lizenzgebühren, Anusara. Das wird vom Umsatz abgezogen und dann ist das der Gewinn. Und dann kommt in aller Regel der große Irrtum. Der Gewinn ist nämlich nicht das, was für dich übrig bleibt, sondern das Finanzamt holt dann noch die Steuern davon. Und
hier kriege ich dann öfters die Frage gestellt, ja, was bleibt für mich übrig? Und diese Drittelregel ist eine Regel, die eigentlich von mir kommt, beziehungsweise die ich aus meiner täglichen Arbeit mit den Ärzten und Apothekern habe. Wir rechnen ganz pauschal 1/3 für die Steuer weg, 1/3 für die Kosten und 1/3 bleibt für dich übrig. Weil du siehst hier oben, bei jedem ist es unterschiedlich. Wir haben, wenn du verheiratet bist oder verpartnert und hast dann noch ein anderes Einkommen mit dazu, kann man es so genau nicht sagen. Aber diese Faustregel, die kommt dem relativ nahe, dem Einkommen. Und hier auch gleich ein Beispiel. Wenn du einen Yogakurs kalkulierst mit 10 Teilnehmern und die Karte für 150 € verkaufst, dann hast du Umsatz 1.500 €. 500 € kommt aufs Konto für die Steuer, 500 € für deine Kosten und 500 € bleiben übrig. Keep it simple. Das ist so mein Motto hier in dem Bereich. Genau. Kalkulation und dann geht's los und jetzt kommen wir, mich verwirrt ein bisschen, wenn ich gar niemanden sehe, aber es macht ja nichts. Ich hoffe, ihr seht mich und hört mich. Ihr seht, genau. Und dann geht's los, keep it simple, hier ein Beispiel für eine Kalkulation und wenn wir dann noch nachher weiterblättern, gibt es 2 Spielerei, sage ich dazu, einfach um zu verdeutlichen, wie kalkuliere ich meine Angebote. Gerade wenn man neu startet oder wenn man auch schon länger dabei ist und überlegt, was bleibt am Ende übrig, was brauche ich und jetzt auch aktuell im Hinblick auf die Energiekrise und die damit zusammenhängenden Preiserhöhungen, die überall auf uns zukommen. Gerade wenn du einen Raum gemietet hast, das wird uns alle treffen. Wenn du hier den 10-Wochen-Kurs planst und ich rechne jetzt wirklich mit 20 € Raummiete für wirklich jemand, der nebenberuflich arbeitet, der einfach sich irgendwo eingemietet hat. Pro Kurseinheit 20 €, 10 Teilnehmerinnen, Raum ist voll. Das Wunschnetto, sehr solide gerechnet, 30 € netto wohlgemerkt, plus Steuer, plus Kosten, 90 Minuten. Und dann siehst du hier, habe ich ein Pflichtbrutto, ich gehe mal mit der Maus drauf, von 90 €. 30 € für die Steuer, 30 € für die Kosten, Miete, Versicherung, also Miete haben wir hier 20 € oben, haben wir noch 10 € für anteilig Versicherung etc. und dann hast du 30 € übrig. Wenn du jetzt 10 Anmeldungen hast, ich rechne gern einfach, die Karte kostet 90 € pro Person, auch hier wieder wirklich als Beispiel für euch zum Rechnen. Dann hast du einen Gesamtumsatz von 900 €, ziehst dann für die 10 Stunden 200 € Miete ab, 100 € für sonstige Kosten und 300 € in die Steuerrücklage. Das heißt, du hast dann für dich einen Gewinn und der ist schon nach Steuer von 300 €. Machen wir so eine Atempause. Und jetzt kommt die Spielerei. Wenn du nur 5 Anmeldungen hast statt 10, musst du deinen Preis verdoppeln, um das Gleiche zu verdienen. Und wenn du als Spielerei Nummer 2, wenn deine 10er-Karte 150 € kostet, dann steigt dein Gewinn auf 500 €. Und ich lasse das jetzt so stehen, die Präsentation bekommt ihr ja im Anschluss und dann kann man das einfach sacken lassen und für sich durchrechnen. Es ist wirklich sehr einfach gehalten. Und jetzt halte ich die mal an hier. Ich gucke mal, ob ihr noch alle dabei seid. Julia, seid ihr noch alle dabei? Sind noch alle dabei. Es gab auch schon eine Frage von der Dani, jetzt muss ich selber noch mal eben gucken. Genau. Krankenkassen und Gewerbe, machen wir das gleich? Oder das kann man dazwischen machen. Muss trotzdem ein Gewerbe angemeldet sein, Dani? Das ist eine gute Frage, weil auch ich habe jetzt 10 Jahre gedacht, ich wäre ein Freiberufler und habe jetzt nochmal konkret nachgefragt bei verschiedenen Freiberuflerverbänden und auch noch bei verschiedenen Steuerberatern. Und sie haben mir dringend empfohlen, das Gewerbe jetzt nachzumelden. So. Jetzt ist halt, das ist so ein bisschen
ein heißes Eisen. Ich kann jetzt nicht sagen, wenn du schon immer dich als Freiberufler nennst, dann brauchst du auch keins anmelden. Ich würde das mit dem Steuerberater besprechen, wer einen hat, und vielleicht mal vorsichtig anfragen, weil diese Regelung hat sich geändert. Ich weiß, dass früher oder noch vor ein paar Jahren die Yogalehrer überall als Freiberufler durchgegangen sind. Mittlerweile gibt es da, und da verweise ich bitte, weil das schaffen wir heute nicht, auf den Blogartikel zum gleichen Thema auf meiner Homepage. Ist auch kostenfrei. Und da seht ihr aber dann Links zu Freiberuflerverbänden, die mir da ganz klar eine Antwort drauf gegeben haben, dass Yogalehrer keine Freiberufler sind, sondern Gewerbetreibende. Julia, Volker, es gilt nicht nur fürs Kleingewerbe, sondern auch für die, die drüber hinausgehen. Die sind auch keine Freiberufler. Die Freiberuflereigenschaft hast du, wenn du ein Hochschulstudium hast, zu Pädagogik oder so, dann, oder wenn du Arzt bist oder Notar oder Apotheker. Da verweise ich, lest euch bitte den Blogartikel durch im Nachgang, da habe ich echt wochenlang recherchiert, habe verschiedene Steuerberater befragt und Verbände. Und es geht nicht nur ums Kleingewerbe, es geht auch um den Beruf Yogalehrer. Ein Yogalehrer ist kein Freiberufler, sondern ein Gewerbetreibender, so wie ein Trainer. Was habe ich denn für Vorteile, wenn ich jetzt ein Freiberufler wäre, oder für Nachteile, wenn ich ein Gewerbetreibender bin? Das ist jetzt auch sehr, also Nachteile sind unter anderem, du hast eine Gewerbesteuer, aber da gibt es auch einen riesen Freibetrag, weil mein Thema ist jetzt hier die Kleinunternehmer, und die Kleinunternehmer bleiben ja unter den 22.000 Euro Umsatz. Hm? Ja? Ist es dann aber auch wichtig, jetzt den Unterschied zwischen Gewerbe und Freiberufler? Also ja, dann gehen wir jetzt gleich nochmal auf die, ich gucke aber jetzt gerade nochmal Info an die Krankenkasse, Dani, sollte mit rein, aber habe ich auch noch nie gemacht. Wenn du eine bestimmte Stundenanzahl nicht überschreitest, dann brauchst du das nicht machen. Es geht ja darum, was passiert, wenn die drauf kommen, wenn du 20 Stunden in der Woche Yoga unterrichtest nebenberuflich und das Ganze in ein gewisses Ausmaß übersteigt, dann wollen die auch Geld. Darum geht es. Ja, okay, das wäre meine Frage gewesen. Also im Sinne von, dass du bei der Krankenkasse Beiträge nachzahlen musst, weil sich dein Einkommen drastisch erhöht. Okay. Wenn du ein enormes Einkommen hast, aber da... Leider nicht, nein. Wir reißen diese Themen hier an, und das ganze Ausführliche, Julia, muss ich euch jetzt wirklich auf meine Blogartikel, weil da brauchen wir nämlich noch 3 Tage, Eva, die lest ihr euch mal durch. Ich habe die ganz einfach geschrieben, liebevoll, und die Frage, meinst du mit Gewerbe das Kleingewerbe, das ist eine richtig gute, weil es blickt ja keiner durch in Deutschland mit diesen ganzen Formalitäten. Wir gehen mal wieder in die Präsentation, weil vielleicht habe ich es da auch gleich, gleich noch ein bisschen wenigstens drauf eingegangen. So. Einverstanden? Ja. Okay, die Kleinunternehmerregelung. Und das ist eben das, meine Mission, meine Botschaft richtet sich an die Kleinunternehmer und die in der Regel nebenberuflich tätigen YogalehrerInnen bleiben unter 22.000 Euro Umsatz im Jahr. Und dann, wenn du drüber bist, dann musst du noch die Umsatzsteuer draufschlagen, abführen. Klar gibt es da auch einen Vorteil, du kannst dann deine Rechnung auch, da kannst du die Vorsteuer absetzen, aber das ist in aller Regel bei uns so wenig, dass wir versuchen, mit einem nebenberuflichen, so wie es hier im zweiten Abschnitt steht, dass wir da drunter bleiben. Fett gedruckt, bitte darauf achten. Also ich schaue im Herbst immer in meine BWA, so im Oktober, wie sind die Umsätze, und ich schaffe da in aller Regel eine Punktlandung bis knapp unter, also jetzt nicht mehr, jetzt habe ich die Umsätze ein bisschen runtergefahren, ich habe mein Studio geschlossen 2020, aber ich war immer bei 21.750 oder so, das kann man sehr gut steuern. Und wenn wir aber hier weiterrechnen mit 22.000 Euro Umsatz, wo der ein oder andere jetzt sagt, ja, schön wär's, das weiß ich auch, dann hast du
hier im Monat ca. 1.800 € Umsatz, was auch total schön wäre. Aber wenn wir jetzt hier ganz pauschal rechnen, so wie 3 Folien vorher, die Drittelregel anwenden, dann kommen wir auf 1.222 € Gewinn vor Steuern. Und dann kommt unsere schöne Rentenversicherungspflicht. Hast du nämlich mehr als 450 € Gewinn pro Monat, dann will auch noch die Rentenversicherung ihren Beitrag haben. Und das ist das, was ich gerade vorgestern von der Rentenversicherungspflicht jetzt bestätigt bekommen habe. Ab Januar steigt diese Grenze auf 520 €, weil jetzt die Minijob-Grenze angehoben wurde und die Rentenversicherung zieht aber nicht unterjährig nach, sondern immer erst am kommenden Jahresanfang. Hier auch wieder Rentenberater, Steuerberater. Wir können das hier nur ein bisschen anreißen. Warum stehen hier die Beitragsbemessungsgrenzen? Ich lasse das gerade mal kurz auf euch wirken, bevor ich die Präsentation nochmal anhalte. Alte Bundesländer, neue Bundesländer. Also, und hier stehen Traumgehälter. Ja, wenn du also so viel verdienst in deinem Hauptberuf, so 70.000 € brutto, dann kannst du in deinem Nebenjob verdienen, was du willst, weil dann, das ist die sogenannte Beitragsbemessungsgrenze und du brauchst dann nicht mehr an die Rentenversicherung zahlen. Aber die wenigsten von uns werden vermutlich 70.000 € verdienen in ihrem Hauptjob. Oder? So, und dann, Julia, jetzt die Frage, die noch im Vorfeld kam: Wie kann ich die Rentenversicherungspflicht umgehen, indem ich einen Minijobber anstelle? Also 2 brauche ich, weil ich brauche einen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Das ist aber meiner Meinung nach für die nebenberuflich Selbstständigen überhaupt nicht relevant. Es wird sich niemand 2 Minijobber leisten können. Ja, weil du zahlst dann im Jahr für einen Minijobber und einen halben oder vielleicht so ein bisschen, also für einen würdest du 8.280 € Lohnkosten aufbringen müssen, für einen Minijobber. Und wenn wir unter der 22.000 € Grenze Umsatz bleiben wollen und müssen davon noch 8.000 € für einen Minijobber zahlen, dann ist es wirklich ein Rechenbeispiel, ob ich nicht lieber hingehe und sage, ich zahle noch die paar Euro in die Rentenkasse ein. Oder aber, und das ist mein Ansatz, ich bleibe unterhalb der Geringfügigkeitsgrenze 520 € im Monat. Und vielleicht bin ich da auch aber ich weiß nicht, wenn wir als Yogalehrer nebenberuflich arbeiten und haben 1 oder 2 Kurse, die richtig gut laufen, dann finde ich, ist es ziemlich gut. Und dann bleiben wir auch unter der Grenze und brauchen uns dann eben diese Gedanken nicht machen. Um Umsatzsteuer, um Krankenversicherungsbeiträge, um Rentenversicherungspflicht. Wisst ihr, was ich meine? Also sind wir quasi mit unserem eigenen Nebenjob sowas wie ein Minijobber, wenn wir jetzt irgendwie bei Karstadt arbeiten oder so, also, ne? Nicht ganz, weil du ja musst ja schon noch, also diese 450 € Minijobber bei Karstadt, die sind steuerfrei als Kleinunternehmer, Gewerbetreibender eben nicht. Das heißt, versteuern musst du das schon noch mit deiner Einkommensteuer, diese Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Da gibt es keinen Freibetrag, oder was? Nein. Ja, okay. Und wenn ich keinen Hauptjob habe und nur einen Minijob und ansonsten eine reiche Tochter wäre oder so? Ja, also die reiche Tochter-Geschichte, das ist jetzt nicht mein Ansatz, weil die reiche Tochter, dann hast du wahrscheinlich, wenn du reiche Tochter bist, es gibt, glaube ich, Einkommen, so eine Einkommensgrenze, bis zu der du gar keine Steuern zahlen musst, aber die weiß ich nicht, weil das ist nicht mein Beratungsansatz, reiche Töchter und Söhne. Es geht ganz konkret darum, also man kann es zusammenfassen.
wenn du nebenberuflich Yogakurse gibst und willst wirklich optimiert verdienen, dann bleib bitte unter dieser Grenze von ab Januar 520 € Umsatz im Monat. Und das ist für nebenberuflich Selbstständige nicht wenig. Oder lächelt ihr alle milde? Also habt ihr also ich kenne es ja, ich kenne viele, ich habe auch schon Beratungen hier gehabt. Es hat keiner 2000 € Gewinn im Monat von den nebenberuflich Selbstständigen. Jedenfalls sind die nicht bei mir in der Beratung. Also es ist immer eine heiße Sache. Ich werde hier keine Zahlen abfragen, keine individuellen Zahlen, keine Beitragsvermessung. Darf ich mal was fragen? Was ja, ist bitte. Der Einkommen als nebenberuflich recht unterschiedlich ist, also nicht etwas weit bleiben. Wenn ich dann also auf Rechnung sozusagen arbeite, Ja. als Yoga-Lehrerin, ne? Ja. Und das in unregelmäßigen, die Kurse sind auch nicht, ich habe ja keine Gewerbe, also kein Lokal, die ich miete, sondern zumindest bis jetzt. Und jetzt kommen 2 Kurse zustande zum Beispiel, aber ich bin auch dann schon in einer Regelmäßigkeit als Honorar-Yoga-Lehrerin zum Beispiel. Aber das sind auch, es ist ein Einkommen, die auch nicht immer fest ist und fest bleiben ist. Wie ist das dann in der Fall? Ja, du musst schauen, dass du, das, was ich gerade eben sagte, dass du im Herbst dir deine Umsätze anschaust, die du rückwirkend hattest in dem Jahr, dass du möglichst erstmal wegen der Umsatzsteuer unter den 22.000 € bleibst. Und dann kann man das auch noch steuern, dass du eben dann noch monatlich vom Gewinn her unter den aktuell 450, ab Januar 520 € bleibst. Und wie kann man das kann man steuern über Kosten. Und jetzt, naja, wenn du jetzt sagst, du hast keinen Raum, keine Mietkosten, dann hast du aber, und das haben wir, glaube ich, alle, ich kenne niemanden, der es nicht hat, Fortbildung, Retreats, die kann man, und darüber steuerst du deine Kosten, über diese tollen Sachen, weil so ein bisschen was muss man ja auch davon haben. Das heißt, du steuerst, du guckst, dass du unter diese Grenze mit dem Gewinn kommst. Und das sind jetzt die individuellen Sachen. Das ist jetzt das, was ich gegen Geld mache. Darf er sagen, gell, Julia? Aber du musst einfach gucken, du hast den Umsatz im Blick, du hast die Kosten im Blick und die Kosten kann man steuern. Das ist die Stellschraube, an denen du drehst. Natürlich am Umsatz auch, das ist auch deine Stellschraube. Und dass du einfach diese Grenze nicht drüber gehst, weil sonst kommt die Rentenversicherung und das ist wirklich teuer. Ja, Julia, bitte. Danke. Gilt das eigentlich, das gilt doch aufs Jahr hochgerechnet durch 12, oder? Ich muss ja nicht in einem Monat. Das ist ja okay, wenn ich in einem Monat mal drüber bin, ne? Das ist in Ordnung. Das ist eine Jahresgrenze. Und ich weiß nicht, kriegt niemand außer mir von der Rentenversicherung das Schreiben? Das wird es mir gleich ganz schlecht, wenn ihr das alle nicht bekommt. Die Rentenversicherung, wenn man sich da ordnungsgemäß angemeldet hat, fragt einmal im Jahr mit einem Formular nach, bitte bestätige, ob du immer noch als Kleinunternehmer tätig bist und mit deinem Gewinn unter 450 € bist. Dann kreuze ich das an, ja, bin ich, schicke das weg und dann ist alles gut. Dani? Das bedeutet aber dann doch, dass du das Gewerbe angemeldet hast, wird das automatisch Richtung Rentenversicherung weitergeleitet oder muss ich aktiv werden und denen den Bescheid darüber geben, dass ich ein Gewerbe habe? Also die Rentenversicherung wird informiert mit einem Formular, ja. Wenn du die ganze Zeit unter 450 bist, das ist ja dann so, irgendwann kommen die ja drauf. Deutsche Rentenversicherung kommt drauf. Und dann solltest du nachweisen können, dass du, also da sind wir jetzt in der Grauzone, deswegen kommt hinten dran auch der Haftungsausschluss, das ist eine Rechtsberatung, das darf ich nicht und das kann ich auch nicht. Aber wenn du
wenn du viel, viel mehr verdient hast in den letzten Jahren und die Rentenversicherung kommt da drauf und irgendwann die Steuerberater, Behörden sind vernetzt miteinander, Finanzamt. Und wenn die drauf kommen, dann kommt eine Nachzahlung. Und die kann sechsstellig sein. Ja, Ja, aber ich muss jetzt auch noch mal dazwischen fragen, Julia, darf ich zuerst, das ist okay für dich? Ja, aber ich reiche doch jedes Jahr beim Finanzamt meine Einkommensüberschussrechnung ein. Bin jedes Jahr froh, wenn Sie sagen, hey Wagner, pass auf, was du da machst, ist eigentlich Liebhaberei bei dem Pillepalle, was da hinten rauskommt. Also es ist tatsächlich nicht viel. Kann ich dann also nicht davon ausgehen, dass im Prinzip die Meldung übers Finanzamt an die Rentenversicherung laufen würde? Nein, okay, ich sehe das schon. Aber wenn du jetzt vielleicht nochmal, du hast nicht schriftlich, dass es Liebhaberei ist, oder? Doch, na klar, nicht aus dem letzten, doch wahrscheinlich sogar aus dem letzten Jahr und aus dem vorletzten wegen Covid, weil das so wenig war. Aber ich habe vom Finanzamt schon Anschreiben bekommen in den ersten Jahren, dass es Liebhaberei ist, weil der Gewinn und der Umsatz tatsächlich relativ niedrig waren. Interessant, weil das ist ganz selten, dass sowas bestätigt wird, weil wenn sie dir einmal dein Gewerbe als Liebhaberei abgestempelt haben und du würdest ab nächstes Jahr dann richtig fette Gewinne einfahren, dann musst du die theoretisch auch nicht mehr versteuern, weil es ist ja Liebhaberei. Okay, Das ist also so. ich brauche einen anderen Steuerberater, ich sehe das schon. Alles klar. So, jetzt habe ich aber im Chat noch was gesehen. Grenze von 500. Genau, Heike. lies ruhig noch mal einmal laut vor, dass das alle noch mal hören. Heike fragt, ob sie richtig verstanden, die Grenze von 520 € pro Monat beziehen sich nur auf das Einkommen aus dem Teilzeitjob Yogalehrerin, unabhängig vom Einkommen des Hauptberufs. Genau. Also du musst natürlich, muss es die Summe, wenn du mehrere nebenberufliche Tätigkeiten hast, ist das die Grenze, die 520 €. Und zwar ab Januar nächsten Jahres. Dieses Jahr sind es noch 450 € im Monat. Die beziehen sich auf die nebenberufliche Tätigkeit unabhängig vom Einkommen des Hauptberufs. Wenn du allerdings, und jetzt wieder zurück auf die Beitragsbemessungsgrenze, Heike, die ich da in der Präsentation hatte, wenn du im Hauptberuf schon 70 oder 80 oder 90.000 € im Jahr verdienst, dann kannst du nebenberuflich machen, was du willst, weil dann die Rentenversicherung, dann hast du die Beitragsbemessungsgrenze erreicht, die ist personengebunden und darüber hinaus will die Rentenversicherung dann nichts mehr. Ist das so verständlich? Danke. Ein Daumen. Juhu. So, wie ist das, Birgit, wenn ich meine Rente bekomme? Das weiß ich nicht. Rente ist ein heißes Thema, weil du kannst mit Rente, bei Rente hast du ja wieder Hinzuverdienstgrenzen im Selbstständigkeitsbereich. Das weiß ich nicht, schreibe ich mir mal auf, ist spannend. Hilft dir jetzt nicht. Rente, aber das betrifft mich ja auch bald in 10 Jahren, in 5. Ich will früher. Birgit, du weißt, was ich meine? Das ist eine Rente plus Nebenjob. Weil ich habe einen Kollegen, der jetzt in Rente geht, der auch nebenberuflich tätig ist und der hat gesagt, du darfst überhaupt gar nicht so viel machen, sonst ziehen die dir was von der Rente ab. Gucke ich mir an, recherchiere ich, ist eine gute Idee. Sag was, Dani? Warte, sag was. Also Birgit, es hängt davon ab, ob du tatsächlich zu deiner regulären Rentenzeit in Rente gehst. Ich weiß nicht, wie alt du bist, ich frage dich jetzt auch nicht. Oder ob du, wie Katrin, den Plan hast, vorgezogen zu gehen. Wenn du zu deiner regulären Zeit in Rente gehst, dann ist es, glaube ich, völlig egal, was du dazu verdienst. Aber wenn du vorzeitig gehst, dann können sie es dir abziehen. Okay, da gucken wir aber noch mal. Ich schreibe mir das mal auf, Birgit, und dann könnte ich mal dir vielleicht, ich glaube, wir sind irgendwie verbandelt auf irgendwelchen Kanälen und dann schreibe ich dir noch mal was. Und Brigitte schreibt auch, ja, so kenne ich es auch mit der Rente. Gute Idee für meinen nächsten Blogartikel. Vorgezogene Rente. Gut.
Julia, du hattest dich auch noch gemeldet, ne? Ja, ich wollte nur vorhin eine Erfahrung von einer Studiobesitzerin, einer Kollegin von mir von vor ein paar Jahren schildern, die halt den Fall hatte, dass die dann wirklich über einen bestimmten Betrag kam und die Rentenversicherung sich gemeldet hat und die daran tatsächlich pleite gegangen ist, weil halt wirklich so hochstellige Rückzahlungen fällig wurden. So. Und dann haben die halt ja den Trick gemacht mit den 2 Angestellten. Und davor gesorgt. Und so mache ich seitdem auch, aber ich bin halt auch nicht nebenberuflich tätig. Ja, genau. Also ich kenne auch eine Kollegin, die auch eine horrende Summe hat bezahlen müssen, weil sie einfach dann nicht dran gedacht hat. Danke, Frank. Frank schreibt noch im Chat, es stimmt, was Daniela ausgeführt hat. Frank, da müssen wir aber nochmal drüber sprechen. Bist du auch schon auf dem Weg zur vorgezogenen? Nein. Nein, eigentlich nicht, aber ich habe Mitarbeiter, die davon betroffen sind. Für mich kommt das nicht in Frage. Ich habe keine Vorruhestandsregelung. Ah, aber danke. Also genau, aber da schreibe ich dann auch nochmal einen Artikel dazu. Birgit, hilft dir das? Nicht so richtig, aber dir hilft das. Wir müssen nochmal gucken, was es genau bedeutet, ne? Okay, ich habe 47, bin aber noch nicht 67. Wir gucken mal. Gut. Präsentation wieder aufmachen? Okay, dann genau, die Rentenversicherungspflicht. Da haben wir das nochmal, genau. Genau, dass es hier da das Haupteinkommen mit berücksichtigt wird. Also ich denke, wenn jemand hier sich in den Gefilden bewegt, dass man 7.050 Bruttogehalt hat oder in den neuen Bundesländern 6.750, dann ja, ist man vielleicht gar nicht hier mit drin in dem Call. So, die Feinheiten. 3 Strategien für mehr Gewinn. Tja. So, okay. Strategie Nummer 1, den Umsatz erhöhen ohne Preiserhöhung und ohne mehr Zeit aufzuwenden. Da habe ich hier so ein paar Sachen hingeschrieben. Und Verkauf von Paketpreisen, Personal Yoga, keine Einzelstunden verkaufen, lieber 3er, 5er Pakete, eine effektive Raumauslastung. Was meine ich damit, wenn du einen Raum hast, der leer steht, dass du vielleicht klärst, ob du untervermieten kannst. Was ich als sehr wichtig empfinde, ist der 3. Punkt hier, Zusammenlegung von Klassen. Und das geht so ein bisschen auf die Frage ein, die im Vorfeld kam, ich weiß nicht von wem, wenn aufgrund der aktuellen Lage keine Teilnehmer mehr kommen, weil die Menschen einfach kein Geld mehr haben für einen Yogakurs, ob man dann Dumpingpreise anbieten soll. Davon rate ich dringend ab. Da machst du nicht nur dich selber kaputt für die Zukunft, sondern auch alle anderen mit. Lieber reduzierst du dein Kursangebot und guckst einfach, dass du hier, so wie ich es da geschrieben habe, statt 2 Kurse A10 Teilnehmer, ein Kurs A15 Teilnehmer, muss man jetzt natürlich nochmal gucken, ob die Raumkapazität das hergibt, aber da wird jeder individuell für sich auch, wenn man da mal diesen Impuls hat, wird jeder für sich sehen, was möglich ist. Und ganz unten der Punkt ist, den finde ich auch ganz wichtig, Kursprogramm prüfen und streichen, wenn ein Kurs nicht läuft. Das ist nicht so einfach, weil wenn man eben dann einen Kurs hat mit weniger Teilnehmern, die einem natürlich so, wahrscheinlich wird es nicht nur mir so gehen, aber wenn man dann so dran hängt an den TeilnehmerInnen und den Kurs auch gerne hat, aber irgendwann ist der, wenn der defizitär ist, wenn der sich nicht lohnt, dann streicht den Kurs bitte. Und und das gilt nicht nur für nebenberuflich Selbstständige, sondern auch für hauptberuflich Selbstständige. Wenn du 5 Kurse hast, wo so 2, 3 vor sich hin dümpeln, dann streich die. Und auch wenn nicht alle in den anderen Kurs kommen, aber ein paar kommen bestimmt und dann hast du einfach Zeit gespart. Und das wird jetzt meiner Meinung nach immer wichtiger. Du kannst, wenn du wirklich sagst, die Leute haben kein Geld, kannst du vielleicht eine Klasse anbieten auf Spendenbasis, wenn das für dich
emotional, wenn du dich damit wohler fühlst. Ich mache es nicht. Ich denke, die Preise sind moderat, die wir alle aufrufen. Das ist aber, das überlasse ich dann auch jedem selber. Ich rate dennoch ab von wirklich unterirdischen Yogastundenpreisen, weil das hatten wir ja am Anfang schon mal, Respekt vor dem Yoga, Respekt vor deiner Arbeit, und lass dich da nicht drauf ein, das wirst du nicht mehr los. Zweitens, Kosten senken. Check deine Fixkosten, Raum, Studiomiete, auch nochmal Raumauslastung, Leerzeiten nutzen, Untervermietung klären, Nebenkosten aktueller denn je. Verträge checken, Zoom, Vimeo, Eversports, Findery, also was man so hat. Versicherungen prüfen. Und Punkt 3 ist dann tatsächlich die Preiserhöhung, die manchmal eben sein muss. Aktuell erhöhen alle ihre Preise, muss man ein bisschen, hier auch nochmal was zu Dumpingpreisen. Es wird ganz, ganz schwer, das wieder rückgängig zu machen. Und es ist die Frage, wer willst du sein? Der billigste Anbieter am Markt? Also sehr sensibel damit umgehen. Hier gibt es bei einer Preiserhöhung, klar, im Moment erhöhen fast alle die Preise, alle Gas und sowieso Nebenkosten. Friseur erhöht die Preise, Restaurant erhöht die Preise, Hotels erhöhen die Preise. Die Frage ist, wo führt das hin am Ende? Und vielleicht ist es, wenn du die Preise erhöhen musst, dann mach das sensibel, dann schreib, also es gibt zum Beispiel da Möglichkeiten, dass man schreibt, so Leute, auch ich muss meine Preise erhöhen, aus gegebenem Anlass. Ihr könnt aber die Zehnerkarten bis Ende des Jahres noch zum alten Preis kaufen. Und dann schiebst du ein bisschen deinen Umsatz an und hast alle darauf vorbereitet und ja, hast nochmal die Chance gegeben, nochmal günstig einzukaufen. So, im Grunde kann ich euch schon wieder angucken zu den schlichten Gewinnstrategien. Also ganz, ganz einfach gehalten, aber Julia, genau, das ist nicht nur für Nebenberufliche, das gilt ja für alle sowas. Das kann jeder, auch wenn man ein Studio hat, wird man schauen müssen jetzt, was man tut in der aktuellen Situation, ne? Wenn die Heizkosten verdreifachen. Ja, ich war diejenige, die die Frage tatsächlich selbst gestellt hat mit Hast dem. du die Frage gestellt mit dem Ja, Dumping? Ah. ja, also ich kann das ja mal ganz ehrlich sagen, so, ne? Ich bin ja auch nicht die Einzige mit dem Studio, die das Problem hat, dass ich war halt immer sehr, sehr verwöhnt mit meinen Teilnehmern und jetzt kommen halt nicht mehr so viele Teilnehmer wie vor Corona, so, ne? Und die Leute trauen sich halt auch nicht. Und ich habe halt wirklich Sorge, wenn ich nichts mache, es so dümpelt, reicht es nicht. Wenn ich Preise erhöhe, habe ich die Befürchtung, dass eher Leute noch mehr wegbrechen. So. Das heißt, dann habe ich im Endeffekt auch weniger. Und wenn ich halt, also meine Idee ist dann halt, irgendwelche Angebote zu machen für Neukunden zum Beispiel, die dann halt extrem günstig sind, um halt einfach wieder eine größere Menge, weil die Klassen sind leer, ich habe Platz. Vor Corona habe ich überlegt, ob ich einen Aufnahmestopp machen soll, so, ja, weil ich hätte gar nicht mehr Platz gehabt für Leute. Und jetzt denke ich mir, ja, ich habe Platz, also kann ja auch billige Leute. Ich kann auch Groupon machen, weil die würden mir auch keine Plätze wegnehmen. Die machen mir das Studio nur voll, aber die nehmen halt keinen gut bezahlten Platz weg. Das ist halt echt schwierig. Und das geht auch den Gastronomen so. Also auch wenn alles teurer wird, glaube ich eher, dass Leute noch weniger in die Gastronomie gehen. Das ist echt schwer. Aber wenn du, die Gastronomen werden ganz sicher auch zum großen Teil in die Knie gehen, weil das einfach wo sparen die Menschen ein? Restaurant? Ich weiß nicht, ob das Yoga-Studio eingespart wird, wenn die Preise eben nicht exorbitant hoch sind. Ja? Du hast ja normale Preise in deinem Studio. Ja, aber mir schreiben die Leute halt tatsächlich schon, dass sie ihr Abo jetzt kündigen, weil sie müssen jetzt halt erstmal irgendwie gucken und sie wechseln dann auf eine Zehnerkarte oder sowas. Aber müssen das einsparen. Also so Ansagen habe ich schon bekommen. Und da frage ich euch einfach auch mal so. Also
Hut ab, wenn ihr volle Kurse habt im Moment so. Aber jetzt Julia hatte die Hand erhoben. Ich gebe jetzt erstmal Julia das Wort. Ich habe mal eine Frage, weil es geht jetzt immer so darum, dass wenn ich selber einen Raum habe und dann, also wie ich dann meine Preise kalkuliere. Ich habe keinen eigenen Raum, also ich arbeite für Studios oder Fitnessstudios und stelle immer Rechnungen. Und da hätte ich mal eine Frage, wie kalkulierst du denn da das Honorar? Da bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also halte ich mich dann auch an diese Drittelrechnung so ein bisschen, um da mich zu orientieren? Weil das finde ich immer so schwer. Du meinst jetzt, wie du deine Preise kalkulierst, Ja. vorher. Ja, da ist gerade auch der Artikel ist in Arbeit, großer Artikel, aber ganz grob gesagt. Du guckst erstmal, mit wem du arbeitest, du guckst am Markt dir die Preise an und da geht es auch wieder in die Richtung, wer willst du sein? Willst du der billigste Anbieter sein oder willst du der exklusivste Anbieter sein? Es kommt darauf an, für wen machst du die Angebote? Gehst du in eine Firma, denen es völlig egal ist, ob die jetzt 200, 300, 400 Euro zahlen, oder gehst du woanders hin, Yoga und zum Beispiel in ein Fitnessstudio, die gerade gar kein Geld, auch nicht wissen, wo die Reise hingeht im Moment, und machst dann dort ein Angebot für deine Kurse, für deine Stunden. Das kommt darauf an, wie vor Ort die Preislage ist. Und also ich sage nochmal, Dumpingpreise, ich rate davon ab, weil das ist du machst dich kaputt und auch die anderen mit, weil wenn du der billigste Anbieter bist und dann hast du noch Kollegen, die müssen dann drunter gehen und so musst du wieder drunter gehen und ist eine Abwärtsspirale, Julia. Und Julia und Julia. Aber was wäre dann für dich so Dumping? Also ich meine, ich weiß nicht, was die anderen bei uns im Studio bekommen. Wir sind angehalten, da nicht drüber zu reden. Das macht es immer so ein bisschen schwer. Ich mache das ja nebenberuflich, also ist das für mich auch okay. Aber ich will eben auch nicht dann Preise da natürlich für andere auch kaputt machen. Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn ich weiß, ich habe eigentlich einen festen Job, der mich ernährt, sage ich mal, und das mache ich jetzt nebenbei und finanziere mir damit meine Fortbildung. Ja, ich gucke jetzt gerade mal in den Chat, ob einer was sagt. Natürlich spricht Dani, genau. Dani sagt, was sie bekommt, das finde ich gut. 40 Euro im Fitnessstudio für 75 Minuten, zwischen 40 und 50 Euro im Yogastudio. Also wenn man das googelt, ich habe das auch, verarbeite das ja auch in dem Artikel, manche zahlen bis zu 60 Euro für eine Yogastunde, brutto wohlgemerkt, Drittel. Weil du gehst ja dann dahin, du hast keinen Raum, du hast keine Raumkosten. Das ist dann auch nochmal was anderes. Muss man ein bisschen trennen zwischen Julia mit Studio und Julia ohne Studio jetzt hier, die Kalkulation. Aber ich bin ja jemand, der auch sich da Gedanken drüber machen muss, weil er halt auch Löhne zahlen. Also ich muss ja auch Honorare zahlen. Das heißt, ich rechne ja auch und ich mache mir Gedanken, wie viel zahle genau. Also Julia mit Studio, es wird, auch wenn das jetzt böse klingt, darauf hinauslaufen, dass auch du deine Kosten betrachten werden musst. Das wird dir der Steuerberater sagen. Und wenn du Kurse hast, die nicht laufen, dann wirst du auch schauen müssen, und Personalkosten ist ein großer Faktor in aller Regel, ob du Honorare zahlen kannst für Klassen, die eben nicht voll sind. Genau, das wäre auch vielleicht so mein Tipp an die andere Julia, dass du dir auch anguckst, einmal, wie du gerade schon im Chat schreibst, erstmal in welcher Stadt bist du so, ne? Das ist ja auch ein Unterschied. Düsseldorf, Essen ist ein riesiger Unterschied. Anita, genau. Und das gucke ich zum Beispiel auch, wenn mich jetzt jemand fragt, wenn er meinen Raum mieten will, dann gucke ich halt auch, was kann denn diese Person überhaupt erlösen selber? Ja, ein Studio, was nur 10 Plätze hat, kann natürlich auch weniger zahlen, als ich, die ich vielleicht 25 Plätze habe. So. Und wenn du gut bist und viele Leute ziehst, dann kann ich dir natürlich auch viel mehr zahlen. Ne? Also Staffelpreise zum Beispiel verhandeln. Ne? Genau. Das kommt halt drauf an, auf die Situation vor Ort. Genau, wenn du irgendwo hingehst und sagst, ich mache hier eine Yoga-Klasse und dann kriege ich als erstes die Frage, bringst du eigene Leute mit oder willst du unsere Leute haben, so als Kunden, ja? Und da kommt es dann auch drauf an, wie du dein Honorar verhandelst.
Das ist nicht so einfach. Was schreibt denn Dani? Es sollte machen. Ich denke auch, dass, also in den Fitnessstudios, die haben alle eine Geheimhaltungspflicht in den Fitnessstudios. Was? Nee, bei uns haben die keine Geheimhaltungspflicht. Also Also hier ich vor würde- Ort, die haben eine. okay. Dürfen nicht. Ist mir neu, also als ich da gestartet bin, okay, das ist jetzt schon fast 10 Jahre her, war das sehr transparent. Ich habe auch dieses Jahr meine Preise erhöht und habe dann einfach mal in die Runde geschrieben, so Freunde, ab August nehme ich Summe X mehr. Woraufhin meine Studiochefin meinte, hey, Gehaltsverhandlungen mit dir sind ja echt einfach, wo ich gedacht habe, Mist, du hättest mehr sagen sollen. Ja. Also insofern war es okay, aber für mich ist eigentlich nicht einsichtig, dass es in einem Studio nicht transparent ist. Hm. Julia, mit Studio? Hast du denn einen Tipp, wie ich also das kann ja auch wieder für die andere Seite interessant sein, ne? Was so, wie groß die Gewinnmarge sein sollte für mich als Studioinhaber an jemanden, der für mich unterrichtet? Also, ne, wenn ich jetzt so zum Beispiel, also sollte ich als Studioinhaber mehr dran verdienen als meine Honorarkraft? Oder ist es okay, wenn ich einfach, was weiß ich, 10 Euro dran verdiene, wenn es im Vormittagsbereich ist, wo sonst sowieso kein Mensch da wäre? Das kann man ja auch gucken. Das kommt drauf an. Also das kann man, pauschal kann ich dir keine Zahl sagen, aber wenn du dir wirklich anguckst, was bleibt übrig, was musst du versteuern, was macht das mit deinem Gesamtbudget, mit deinem Gesamtkonstrukt, wenn du jemanden einstellst, der 5 Leute hat? Was wäre, wenn die Person nicht bei dir unterrichten würde? Verteilen sich dann die 5 Leute oder die 10 Leute, die in den Kurs deiner Angestellten gehen, kommen die dann zu dir in die Kurse? Füllen die dann deine Kurse auf? Also du kannst nicht pauschal beantworten, das und das muss hängen bleiben von der Gewinnmarge. Du musst das Gesamtkonstrukt sehen. Also ich rechne so, was wäre, wenn sie nicht da wäre? Punkt. Dann, was machen die Leute? Bleiben die komplett weg? Gehen die woanders hin oder teilen die sich auf, weil dein Studio so schön ist? Oder weißt du, was ich meine? Worauf das hinausgeht. Und dann am Ende ist es so, natürlich, wenn du solltest, ich weiß nicht, also wenn man jemanden, es sollte auf jeden Fall ein Gewinn übrig bleiben. Ja, und die Zeit, wenn du die Kapazität hast und weißt, mit der Stunde von 8 bis 9:30 Uhr, die kannst du nicht füllen, weil du da selber mit dem Hund draußen bist, jeden Tag konsequent, und es bleibt was übrig, dann rechne, wie viel kommen, wie viel Umsatz macht die Person, dann zieh die Kosten ab, aber auch die Fixkosten muss man einfach hochrechnen, und wenn dann was übrig bleibt, dann bitte sehr. Aber wenn es 0 auf 0, naja, 0 auf 0 bereichert vielleicht das Angebot, ja. Und dann kannst du ja dann doch mal hingehen und doch mal die Preise um 10% erhöhen. Und dann bist du wieder drin im Gewinn. Na, das war doch jetzt cool. Wir haben übrigens jetzt 5 vor 9. Präsentation ist, ich habe jetzt nur noch hier das dramatische. Mach das mal, sag mal das Dramatische. Warte mal, Dani, genau, warte mal, jetzt habe ich das, ich wusste es doch, dass ich das einmal falsch mache mit euch, bildschirmfrei. Da ist sie doch noch, die Präsentation. Hier ist die. Ach ja, genau, also, aber das ist ja, genau, das war das mit den Gewinnen. Und hier kommt noch der verpflichtende Haftungsausschluss, dass ich ja kein Steuerberater und auch kein Anwalt bin. Und dann haben wir hier noch Let it flow. Genau, hier auf der yogabusiness.de Homepage, die ich mir gerade zerschossen habe, da findet ihr noch Informationen, und wenn ihr euch auf dieser Homepage für den Newsletter eintragt, dann kriegt ihr noch einen sehr schönen Leitfaden für Existenzgründer, und das ist ja das Freebie, was nicht mehr Freebie heißen darf. Also, und dann kriegt ihr einfach ab und zu mal eine Mail mit so interessanten Updates. Und Bin ich fertig, Julia.
Ich werde auch deine Homepage nochmal durchforsten und dann auch in die mit dem Recording, was wir verschicken, nochmal alles verlinken. Also ihr müsst jetzt nicht alles mitschreiben, sondern ihr kriegt das dann nochmal. Also ihr kriegt die Präsentation und es ist, also die Homepage die ist neu. Ich habe das jetzt mal alles machen lassen, habe das in ein Angebot gepackt. Es sind noch ein paar, meine Werbefrau ist jetzt gerade im Urlaub natürlich. Ich habe gerade einen Fehler entdeckt, da fehlt ein Bild, aber okay, die ist schön und ihr werdet euch zurechtfinden. Katrin, was, wenn jetzt doch Einzelberatung notwendig wäre? Wir haben ja darüber gesprochen, dass du ein Angebot auch hast für Yogalehrer 1:1 Beratung. Kannst du da ad hoc was anbieten? Ein Programm oder so? Ein kleines Päckchen? Also ich habe ja die 1:1 Beratung, da steht auch der Preis auf der Homepage, wo ich nicht mag, dass man immer erst mit mir sprechen muss und dann rauskriegt, wie hoch die Kosten sind. Es gibt ein individuelles 1:1 Coaching, 3 Stunden am Stück. Also wenn man zwischendurch zusammenbricht, stoppe ich die Zeit, man kann Kaffee trinken gehen und dann stoppt die Zeit weiter. Und ein paar Wochen später gibt es nochmal eine Stunde Follow-up und das kostet knapp 498 €. Und ich würde für die hier sind, kann man dann, sagt Julia, 10%. Ja, das ist ein super Angebot. Hör mal, die live dabei waren, dann habt ihr noch einen Vorteil. Aber nur die hier dabei waren. Genau. Und das gibt dann wirklich, und am Ende kommt dann, da kann man wirklich genau, wir besprechen dann genau den Einzelfall. Wir machen einen Plan fürs Angebot, was kann man optimieren, wie gehen wir daran, wir gucken nach den Kosten, nach den Umsätzen, nach der Gewinnoptimierung und stellen einfach dann einen Businessplan auf. Und nicht einen Businessplan, der schön aussieht, sondern der schön aussieht und inhaltlich toll ist. Individuell. Super. Und die Katrin hat aber auch noch angeboten, in der nächsten Zeit auch vielleicht nochmal auf irgendeiner anderen Art und Weise für uns da zu sein. So, ne, im allgemeinen Beratungsbereich oder sowas. Da würde ich mich sehr freuen, wenn du da nochmal. Also wenn das euch hilfreich war, weil das sind ja immer so komplexe Sachen und ich mache das einfach gerne. Ich habe da tatsächlich Spaß dran. Und es ist einfach eine dröge Materie und ich habe jeden Tag mit Ärzten zu tun, die wirklich alle mit dem 1er Abi sitzen, jahrelang studieren und die sitzen dann da und blicken es nicht, das Betriebswirtschaftliche. Deswegen macht euch keine Gedanken. Das ist einfach, in Deutschland ist es einfach, das muss man wirklich mögen und dann muss man es noch runterbrechen. Und ich bin so das Bindeglied zwischen uns Yoga-Menschen und uns normalen Menschen und dem Steuerberater. Schister. Und ehe ihr jetzt alle geht, was Katrin gerade auch angesprochen hat, bitte, wir brauchen Feedback auch zu unseren Veranstaltungen, zu dieser speziellen Art der Veranstaltung. Bitte schickt uns auch, wenn euch irgendwas nicht gefallen hat. Wenn ihr es doof fandet, dass Frau Schlenkert die ganze Zeit die meisten Fragen gestellt hat, bitte schreibt uns das oder mir das. An die Kula Brajana E-Mail-Adresse oder was wir beim nächsten Mal besser machen können oder ob wir Leute aufrufen sollen. Und wie gesagt. Aufrufen genau. Ist toll. Ja, ne? Und genau, auch nochmal der Aufruf, dass wir bitte Präsentatorinnen noch bräuchten. Wir haben noch einige in petto jetzt auch. Als nächstes ist meine Kollegin Marie-Therese für euch da, die positive Psychologie studiert hat und da so kleine Häppchen euch geben wird, wie wir das in unsere Unterrichtspraxis einbauen können, also diese Prinzipien. Und ich möchte noch, bevor ihr verschwindet, euch darauf hinweisen, dass es im Moment die Kampagne von Anusara, also von unserer Schule, gibt, We Are Anusara, wo es darum geht, 1 Stunde oder einen bestimmten Betrag oder ein Event oder sowas speziell im Rahmen für Anusara zu veranstalten und der Schule also das Geld zu spenden, was daraus gekommen ist. Und es wird auch wirklich mit viel Social Media dann beworben und sowas. Das heißt, ihr habt da auch
auch wirklich nochmal was zurückkommt. Und Samavesha gibt es noch Frühbuchertickets, 20%. Ich unterrichte auch eine Klasse unter anderem. Ach, da ist ja die Marie-Therese. Guck mal, hätte sie auch selber was sagen können. Hier ist auch ein sehr wichtiges Feedback im Chat von Brigitte. Das finde ich sehr überdenkenswert auch. Das mit dem Mehrsprachigen ist recht anstrengend, auch wenn das jetzt, ich glaube, ich weiß, Julia, aber ich sehe das, ich kann da einen Haken dran machen. Ich sehe das auch so. I know. Aber jetzt sind halt auch nur Deutsche dabei, ne? Ja, aber das war jetzt einfach heute. Ja, Das die war anderen haben jetzt nichts davon. Stimmt, die haben nichts davon. Ja, Muss das man ist mal halt immer der überlegen. Nachteil. Deswegen, wir werden das Ganze mit Untertiteln noch versehen. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, das hin und wieder mal so zu. Ja. Ne? Und jetzt Genau, war es auch, dass ne? das Thema wirklich auch sehr für den deutschen Markt ausgerichtet war. Yes. Ne? Yes, Weil yes. bei den Amis sieht alles anders aus. Okay, ihr Lieben, 21:02 Uhr. Vielen Dank, liebe Katrin. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Schön. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Eure Videos anhattet. Es war schön, euch zu sehen, auch wenn ihr nicht viel gesprochen habt. Beim nächsten Mal ruhig mehr sprechen. Habt einen schönen Abend und bis bald. Tschüss. Ciao. Dankeschön. So, ich stoppe mal die Aufzeichnung.